Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen in der Wohnzimmerwerkstatt. Heute geht es um... Mega geil! Oh Gott. Diesen Arbeitsplatz. So sieht es hier ehrlich gesagt immer aus. Leichtes Chaos. Und weil auch immer die Fensterbank komplett voll ist, bekommt man logischerweise das Fenster nicht auf. Das heißt, das Fenster wird auch nicht so oft geputzt und ist auch dreckig. Kein Bock mehr drauf. Wir bauen ein kleines, cooles Möbel. Ich habe schon so eine kleine Idee. Ab in der Werkstatt. Zuerst brauchen wir ein Brett für die Fensterbank. Ich habe da noch was Schönes. Und zwar hier, Sperrmüll. Freunde, wir machen mit dem eigentlichen Möbel weiter. Und zwar, so groß wie dieses Brett hier soll ungefähr das Möbel werden. Es sollen diese kleinen schönen Kästen integriert sein. Strom soll auch integriert werden. Es wird, glaube ich, mega cool. Es kommen Rollen hinter, glaube ich, drunter. Ja, okay, mal gucken. Noch sieht es nicht wahnsinnig spektakulär aus. Das ändern wir jetzt aber. Let's go! So Freunde, die Seitenwände von dem ganzen Teil möchte ich mit Aluminium verkleiden, beziehungsweise mit Alu-Dibond. Also, let's try! So Freunde, jetzt muss das Ganze verschraubt werden. Ich habe die perfekten Schrauben, denn ich habe mal ein Stück von einem Klavier gefunden. Da oben liegt's. Hier ist der Schlägel, der auf die Seiten haut. Und hier sind diese wunderschönen Schrauben. So Leute, ich habe einige Teile fertig. Jetzt bauen wir das hier mal zusammen, damit man mal ein bisschen sieht, was das eigentlich geben soll. Jetzt kümmern wir uns um die Hauptplatte. Da nehme ich Eiche, weil auch die Werkbank Eiche ist oben. Also eins steht schon mal fest, das ist auf jeden Fall das spezifischste Möbel, was ich jemals gebaut habe. Aber ich finde es mega geil gerade irgendwie. In dieses Feld sollen jetzt noch Steckdosen eingebaut werden. Ich habe noch hier alte Steckdosen, die baue ich jetzt aus und gucke mal, ob ich die schön hier integriert bekomme. Jetzt mache ich mir ein bisschen Gedanken um die Anordnung. Ich möchte noch so ein Standby-Lämpchen einbauen und einen Schalter, sodass ich die separat ein- und ausschalten kann. Mega schön. Ich bin sehr happy. Krank. Einbauen. Funktionieren oder explodieren. Willkommen. In die Steckdose reingesteckt. Es funktioniert nicht. Oh Gott. Okay, es war schon an. Es funktioniert. Und hier in der kleinen Indikator leuchtet man jetzt.
ob hier Strom auf der Steckdose ist oder nicht. Das ist geil. Hier übrigens, Leute, ne, Elektronik-Stuff. Dieses Blech hier ist natürlich auch geerdet. Ist ja wohl klar. So, Freunde, weil dieses ganze Gefährt sich hinterher rollen lassen soll, damit ich, wenn ich meine Fenster putze, das Ding einfach von der Fensterbank nehmen kann, brauche ich jetzt Rollen. Ich habe solche Rollen und die müssen jetzt da dran. Das ganze Ding soll nicht so viel höher werden. Ich will die Rollen nicht direkt unten drunter machen, sondern ich will sie an die Seite machen. Ich weiß schon, warum ich alles aufbewahre, ne? Guck mal, manche würden sagen, dass so ein altes Teil von einem alten Regal, ja, vielleicht Müll ist. Ist aber Quatsch, ist Gold. Ey, wie geil passt das hier dran, bitte? Es ist nicht normal, es ist die Universums Connection Deluxe. Leute, sieht ja wohl mega geil aus. Ich habe das Teil natürlich zweimal gebaut und man sieht schon, klack, es ist ziemlich, boah, es ist überraschend gut geworden. Geil, Löcher bohren. Ich richte das jetzt schon mal aus. So, dass überall gleicher Druck auf den Rollen ist, weil das ist natürlich alles nicht auf einen Millimeter genau geworden hier. Das fühlt sich perfekt an. So, jetzt nimmt das Ganze langsam Form an. Die Teile kommen später hier dran. Erstmal muss ich jetzt alle Sachen verschrauben, weil das ist halt leider noch alles locker und einzeln. So, das gefällt mir nicht. Ich glaube, hier setzen wir noch ein Blech ein, damit das hier nicht so zwei Holzarten sind. Jetzt habe ich überlegt, hier oben wäre es noch cool, wenn man so eine kleine Reling bauen würde aus Stahl. Let's do it! Shit, am Schweißtisch festgebraten. Ah! Finde ich gut. Das läuft die ganze Zeit so optimal. Es muss doch mal irgendwas passieren hier. Versuch Nummer 2. Diesmal schön massive. Wow. Hier ist ein ganz bisschen Spiel drin. Aber sonst, mega fancy. Ich habe hier die Stege
genau da angeschweißt, wo auch diese Hölzer drin sitzen. Damit werden wir nämlich die Verschraubung verstecken mit dieser Reling unter anderem. Multifunktionell, let's go! So, hier drüben haben wir noch dieses kleine offene Stück, da machen wir auch noch ein kleines Stück Eiche drauf. Jetzt muss noch eine Stromleitung gelegt werden, und zwar von hier hinten nach hier vorne. Damit das Kabel schön in der Nut bleibt, kommen jetzt hier nochmal so kleine Messingbleche dran. Hier kommt ja der Kasten rein, der soll natürlich nicht gegen die Kabel drücken und vorne schön bündig sein, also kommt jetzt hier noch so eine kleine Wand rein. Leute, fertig ey, mega krass, Endmontage und dann ab nach oben damit. Leute, es sieht so geil aus. Das Steuerpanel hier und die kleine Reling natürlich. Okay, ich setze es erstmal hier auf den Boden, um zu gucken, wie die Rollen funktionieren. Und dann kommt es da oben auf die Fensterbank. Krass! Leute, endlich kann ich Fenster putzen. Ab nach oben mit dem Teil. So Freunde, die Fenster sind so sauber wie noch nie. Hier kommt jetzt das Brett drauf, habe ich noch weiß lackiert, fand ich irgendwie stylischer. Und dann schieben wir die Karre drauf. Yeah! Freunde, endlich herrscht wieder ein bisschen Ordnung in der Wohnzimmerwerkstatt. Ich weiß nicht, was wir da gebaut haben. Ist es ein Möbel, ist es ein Skateboard? Kein Plan. Schreibt mal eine Bezeichnung in die Kommentare, wie ihr das Ding nennen würdet. Ohne Plan, mit einer groben Idee einfach anfangen zu bauen, das ist genau das, was ich liebe. Ich bin mega begeistert, was dabei rumgekommen ist. Die Rollen und dass diese grünen Teile von dem alten Regal noch genau perfekt jetzt gepasst haben, das ist für mich, ey, das ist das Spirit, yo! Ich freue mich aber am allermeisten darüber, dass ich jetzt endlich wieder Fenster putzen kann und in Zukunft viel einfacher putzen kann, weil man das Ding ja wirklich sehr leicht hin und her schieben kann. Hat ein bisschen Gewicht, aber besser als alles einzeln wegzuräumen, definitiv. Besonders gefallen mir auch diese Steckdosen, die man vorne schalten kann und diese visuelle Bestätigung hat. Das ist halt super geil, wenn du Heißkleber reinsteckst oder irgendwie anders mit Strom arbeitest. Und natürlich, Freunde, vielen, vielen, vielen Dank an die ganzen Patreons. Ich weiß es sehr zu schätzen. Wenn auch ihr mich dort unterstützen möchtet, dann guckt einfach mal rein. Hilft mir auf jeden Fall, mehr Videos für euch zu machen. Apropos Support, es gibt jetzt auch dieses kleine Dino-Shirt. Nach diesem wunderbaren Dino ist es interpretiert. Es ist ein Entscheidungsdinosaurier. Du kannst ihn einstellen und Frage stellen, zum Beispiel: Dino, sollen alle so ein cooles T-Shirt kaufen? Das werden wir mal kurz nochmal besprechen. Nein, Dino, ich mag das nicht, wenn das so offensiv ist. Weißt du, mach du das. Eins noch, Leute. Unterstützt den Channel. Lasst ein Abo da, ja. Yeah. Und schickt das Freunde euren Videos. Oder andersrum. Okay, tschüss. Liebe. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.